Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Beer Mover Talks, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind hier im Studio 1 in unserem wunderschönen Hauptquartier in Leinfelden-Echterdingen. Hier zeichnen wir viele Gespräche normalerweise auf. Heute ist es die Anmoderation für den Jahresrückblick, den wir machen. Wir hatten eine ganze Menge interessanter Leute für Beer Mover im vergangenen Jahr. Und es lohnt sich, noch mal in den einen oder anderen Talk reinzuschauen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich wünsche euch ein tolles Jahr 2024 und ihr werdet sehen, wir haben wieder ganz viele interessante Gesprächspartner. Aber jetzt erstmal Film ab für den Rückblick und dann Glück auf ins neue Jahr. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Beer Mover Talk. Ihr wisst ja, Beer Mover Talks sind Gespräche mit Menschen, die etwas bewegen, etwas verändern. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freundinnen, wir haben heute einen ganz großen Beweger hier, Martin Daum, den CEO der Daimler Truck AG. Hallo Martin, herzlich willkommen. Hallo Jörg. Wir duzen uns, wie das bei Truckern üblich ist. Genau. Okay, so. Und hier geht es wirklich darum, was verändert sich im Unternehmen. Ich habe mein ganzes Leben bei Daimler immer auf der LKW-Seite gearbeitet, bis auf einen kurzen Abstecher zur DEBIS, aber auch dort, DEBIS damals Servicegesellschaft, auch dort sehr viel Truck-Inhalte gemacht und dann nach 4 Jahren wieder zurückgekommen auf die Truck-Seite. Mir hat immer das Truckgeschäft Spaß gemacht und das Gefühl zu haben, ich kann es wirklich gestalten, ich kann wirklich alles das, was ich mich früher geärgert habe, was Chefs vielleicht falsch machen, das dann selber gestaltend richtig machen. Wohl wissen, dass jetzt andere sich über mich ärgern. Das war durchaus eine Herausforderung wert. Weil verändern heißt ja, ich bin nicht ein Verwalter von dem, was ich vorfinde. Ich bin auch nicht der Revolutionär, der alles sagt, ist Käse und jetzt muss erstmal die große Bombe rein und dann bauen wir das neue Paradies auf. Sondern ich bin eigentlich ein ganz großer Anhänger von evolutionärer Weiterentwicklung. Aber Weiterentwicklung. Ja, das heißt, was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Was kann ich tun, damit es nicht langweilig wird? Wo kann ich auch mal was ausprobieren? Und wenn es nicht funktioniert, dann war es immerhin besser, als wenn wir es gar nicht probiert hätten. Und vieles funktioniert eben dann auch und dann baut man das ein und so entwickelt sich was weiter. Nun ist das ja ein ganz großes Rad. DAX-Konzern, einer der größten, wenn nicht der größte Lkw-Hersteller der Welt mit den Marken, die wir haben. Auf allen Kontinenten unterwegs. Mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen und Marktkonstellationen. Diese globale Zusammenarbeit, wo Leute über Grenzen hinweg in ganz unterschiedlichen Kulturen positiv wertschaffend zusammenarbeiten, das hat mich immer fasziniert. Warum? Weil es mir wahrscheinlich auch mein Bild ist, wie ich mir eigentlich in der idealen Welt vorstelle, wie die Kulturen zusammenarbeiten. Und mein Ziel ist, dass wird immer wieder gefragt, wie sieht der LKW des Jahres 240, 250 und so weiter aus. Und meine Antwort ist standardmäßig drauf. Ich weiß es nicht, aber ein Ding weiß ich. Er wird den Mercedes-Stern tragen, er wird in Nordamerika den Freightliner-Logo tragen und in Asien das Fuso-Logo tragen. Das weiß ich, weil ich weiß, dass hier saugute Mitarbeiter dran arbeiten, die jeden Tag arbeiten, dass wir in den Jahren die richtigen Autos haben. Andreas, herzlich willkommen. Andreas ist der Vorstand Daimler Truck für Truck Technology. Früher hätte man gesagt Forschung und Entwicklung. Wieso dieser Ausdruck Truck Technology? Ja, hallo Jörg, freut mich auch, hier bei dir sein zu dürfen. Ja, und in der Tat ist Technology erstmal ein abstrakter Begriff. Technologie, was verstehe ich unter Technologie? Im Grunde ist Technologie, wenn man im Englischen sagt, ein Enabler. Also es ermöglicht etwas, was ohne die Technologie nicht möglich wäre. Und das ist im Nutzfahrzeug nicht besonders ein Mehrwert für den Kunden. Das ist die Aufgabe von Technologien im Nutzfahrzeug. Und damit, wenn für Kunde, natürlich auch für Gesellschaft und am Ende für unsere Shareholder. Und das ist auch das Schöne an dem Begriff Nutzfahrzeug. Da ist der Name Nutzen ja schon im Produkt. Es hat einen Nutzen und Technologie soll genau diesen Nutzen vergrößern. Die Zukunft beim Truck hat eigentlich 2 Säulen, wenn ich es richtig verstanden habe. Elektrisch und Wasserstoff. Warum arbeiten wir mit diesem 2-Säulen-Modell? Warum nicht eine Entscheidung für das eine oder das andere? Also das freut mich, dass du die Frage stellst, weil ich dazu ja quasi täglich Antworten von anderen in der Zeitung lese oder in anderen Medien, die durchaus auseinandergehen. Und ich glaube, um zu beschreiben, warum wir beides tun, muss man mindestens 3 Perspektiven einnehmen. Die erste Perspektive ist die des Ingenieurs, also Ingenieurshut aufgesetzt.
Und da kann man natürlich sagen, ich kann all die unterschiedlichen Transportaufgaben, und da bedienen wir ja durchaus viele auf der Welt, in all den unterschiedlichen Regionen mit Batterieelektrik alleine lösen. Ich kann im Übrigen auch alle mit Wasserstoff lösen. Dann habe ich hier und da signifikante Einschränkungen bei Reichweite, bei Flexibilität, bei Payload, also Zulademöglichkeiten und so weiter. Also, aber wenn ich diese Einschränkungen bereit bin zu gehen, ist es technisch mit einer dieser Lösungen lösbar. Zweite Perspektive ist der Kunde, und die ist schon deutlich wichtiger. Und von den Kunden, und das sind ja Profis, du hast selber gesagt, die kalkulieren Total Cost of Ownership so gut, wie wir es eben auch tun. Und von denen hören wir beides, nämlich abhängig von der Transportaufgabe. Und das ist eben beim Straßenkehrer oder Stadtbus oder Mine oder Fernverkehr, Baustelle, überall ganz anders. Abhängig vom Einsatz und auch von der Region, von den Förderungen, von den Energiekosten lohnt sich für uns einmal batterieelektrisch mehr, ist wirtschaftlicher, erzeugt Mehrwert im Sinne von Technologie, und manchmal ist es eben ein Wasserstoffantrieb. Das ist die Sicht des Kunden, und die wird nicht einheitlich sein weltweit und nicht für alle Transportaufgaben. Und das dritte ist vielleicht die wichtigste Perspektive, und das ist die Verfügbarkeit von Energie. Ihr wisst ja, bei biomover sind Leute, mit denen wir sprechen, die etwas zu sagen haben, die etwas verändern, die etwas neu machen. Einer von diesen Menschen, die etwas verändern, etwas neu machen, immer in Bewegung sind, ist Professor Ferdinand Dudenhöfer, den ich sehr herzlich begrüße, heute in Bochum. Also ich hatte ja schon mehrere Neuanfänge in meinem Leben, und jetzt übe ich gerade den nächsten mit 72, habe eine eigene GmbH gegründet, hatte ich bisher auch noch nicht. Stichwort China, Sie sind ja seit langem nicht nur im Autokenner, sondern auch China-Kenner. Ist es so, und das haben Sie ja auf Ihrem letzten Kongress in Duisburg angesprochen, dass da eine ziemliche Welle von China nach Europa kommt, auch nach Deutschland, dass Hersteller wie NIO mit breiter Brust hier antreten, um den Markt aufzuräumen? Wie ist der Stand da im Moment? Wie sehen Sie das? Ist das schon eine Gefährdung für die deutsche Autoindustrie? Es ist gefährlich, und man muss schauen, wie man sich darauf einstellt. Wenn man schaut, was die deutschen Autohersteller derzeit in China verkaufen, dann sind es weniger die Elektroautos, obwohl die Elektroautos in China, die NEV oder New Energy Vehicles, das sind Plug-ins und batterieelektrische Fahrzeuge, mehr als 35% der Neuwagen ausmachen. Und dort sind die Deutschen wirklich, wenn man es bösartig sagen will, unterbelichtet derzeit noch. Dann muss man sehr, sehr stark nacharbeiten. Das hat man jetzt angefangen. Von daher ist es ein großer Wettbewerb. Und das zweite große Thema ist dieses software-definierte Fahrzeug. In der Zukunft ist Luxus nicht mehr, dass man das Lenkrad mit Hirschleder handgenäht bezieht oder solche Späße, die man in der Vergangenheit gesehen hat. In der Zukunft ist Luxus Intelligenz. Die Intelligenz des Autos. Und die Intelligenz des Autos wird derzeit in China erfunden. Also mit Smart Cockpits in der Weise, dass das Fahrzeug mit Sprachsteuerung unterwegs ist. Und das Thema beim Elektroauto, wir hatten eben gerade über Manufacturing gesprochen, sind natürlich Kostenpositionen. Die Kosten, die kommen aus der Batterie, aber auch aus dem Produktionsprozess. Und das sind zwei Dinge, die muss man antizipieren, und da muss man zusammenarbeiten. Und die nächste große Welle, die wird noch größer sein als das batterieelektrische Auto, wird dieses Smart Cockpit oder dieses von der Software definierte Fahrzeug sein. Und deshalb müssen die Deutschen überlegen, wie sie mit den Chinesen zurechtkommen. Ich glaube, Kooperation, Zusammenarbeit ist wirklich der Schlüssel, denn die Chinesen schätzen deutsche Qualität, schätzen deutsches Engineering. Aber die Chinesen sind in anderen Dingen uns meilenweit voraus. Und wenn man es zusammenbringt, dann hat man nach meiner Einschätzung ein gutes Package. Und heute ist da Stefan Spohn. Stefan ist hauptamtlich angestellt beim SC Freiburg, hat aber eine Menge Jobs, die er macht. Was ist denn deine Kernkompetenz? Was ist eigentlich dein liebster Job, den du hier machst? Ja, im Endeffekt mache ich alle erstmal Hallo zusammen. Ja. Eigentlich mache ich alle Jobs gerne. Wir sind ja hier mit dem Mannschaftsbus, klar, das ist ja mein Baby. Ansonsten ist mein Hauptjob eigentlich dann für die technische Verantwortung in den Standorten Dreisamstadion und Freiburger Fußballschule. Daneben mache ich noch die Fuhrparkbetreuung. Das sind eigentlich alles so unterschiedliche Jobs, wo ich jetzt keinen einzigen jetzt
filtern will. Klar, mit dem Bus, mit den Jungs, Bundesliga, ist dann immer noch ein bisschen. Ja. Wollen wir mal reingucken in die Kiste? Gern? Dann gehen wir dahin. Ne? Das Baby. Alles Perfekt. so. So. Willkommen am Zockertisch. Ja. Wird hier gezockt? Generationen verschieden. Also es gab schon die Playstation-Zeit, es gab wirklich ganz Anfangszeiten, was sie auch immer gespielt haben, aber ganz in den Anfangszeiten, zu Zeiten von Jörg Schmatke und so, die haben schon noch ein bisschen mehr Karten gespielt. Da lag dann auch schon mal der ein oder andere Schein auf dem Tisch, das kann man auch ruhig sagen. Die haben für sich halt dann, haben es ja gezockt. Wie viel PS hat der hier? 480. Okay, das geht, ne? Ja, also ich beschwere mich nicht von der Ausstattung her. Motorisierung und technische Ausstattung sind wir hier vom Feinsten, was Cetra oder Mercedes zu bieten hat. Jetzt sind wir sozusagen im Heiligtum des SC Freiburg, hier drin im Europaparkstadion. Ganz neues Stadion, ein Schmuckkästchen. Wie laut ist es, wenn hier richtig die Post abgeht, Stefan? Sehr laut. Sehr also laut. Am Anfang wusste man nicht so genau, wie es kommt und wie es wird, aber es hat sich jetzt wirklich herauskristallisiert, dass es eine Top-Atmosphäre ist mit der Wand, auch mit den Stehplätzen. Und es ist wirklich top. Großmodorf liegt in Mecklenburg-Vorpommern, ziemlich nah an der Ostsee. Und da ist das Kranorama, das Zentrum für den Kranichschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich begrüße an meiner Seite hier Dr. Günter Norwald. Er ist der Chef des Kranichzentrums. Wir haben uns schon mal getroffen hier und über ihre Arbeit berichtet. Und Claudia Eisinger ist da, bekannte und beliebte Schauspielerin. Claudia, dir liegt die Nachhaltigkeit und nachhaltiges Leben auch besonders am Herzen. Was machst du, um das umzusetzen? Als Schauspieler kommt man hier viel rum, als Schauspielerin, und ist viel unterwegs, auch international. Hast du sozusagen einen nachhaltigen Ruhepunkt, den du dir schaffst oder findest? Das waren jetzt viele Fragen. Also der nachhaltige Ruhepunkt, der bin tatsächlich immer ich selber. Also der ist sozusagen einfach, der hat immer damit zu tun, dass man zu sich selbst in irgendeiner Form zurückfindet. Und das ist ja auch das, was die Natur uns genauso lehrt. Und deswegen ist zum Beispiel so ein Arbeitsort wie Masuren auch so toll, weil man sich da zum Beispiel immer wieder in die Natur zurückziehen kann. Und ich bin auch jemand, der immer, egal wo ich bin, ich gucke immer, wo ist ein Stückchen Grün, wo ist ein Baum, kann ich irgendwie hingehen, wo ich einfach diese Ursprünglichkeit kurz habe, weil ich es in der Stadt immer auf Dauer sehr anstrengend finde. Wir haben ja auch hier in Nordvorpommern um die 250 Kranichpaare, die hier brüten. Und die sammeln sich dann an solchen guten Stellen wie hier. Wir haben ja einfach Riesenfeuchtgebiet, riesige Wiesen. Ja. Und insofern ist das für die Kraniche dann hier ein Paradies. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Michael, du bist nicht nur freigestellter Betriebsrat, du bist Gesamtbetriebsratsvorsitzender und du bist stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Daimler Truck AG. Wie bist du eigentlich zum Daimler gekommen? Ja, ich bin zum Daimler gekommen, lieber Jörg, durch meinen Vater. Der war im Unimog-Versuch damals und ich hatte da relativ früh Kontakt mit dem Unimog. Dann wollte ich unbedingt das Gleiche machen wie mein Vater, habe mich beim Benz, wie es bei uns in Gaggenau heißt, beworben. Und dann wurde ich 1980 eingestellt zur Lehre für Kraftfahrzeugschlosser. Wir hatten viele Diskussionen in der Mercedes-Benz AG über Pkw. Es wurde wenig über Nutzfahrzeug diskutiert. 7 von 8 Vorstände waren mit Pkw-Fragen betraut. Im Aufsichtsrat hatten wir 1 Stunde von 2 Tagen für Nutzfahrzeug. Also von daher die Management-Attention in Neudeutsch, also auf den Nutzfahrzeugbereich, die Fokussierung und so weiter, die war deutlich geringer, wie sie jetzt eben ist. Und wir haben kaum Synergieeffekte gehabt, was Entwicklungsfragen, was Technologiefragen und solche Dinge angeht. Und von daher war für mich klar, wir müssen uns separieren und uns rein fokussieren auf den Nutzfahrzeugbereich. Wir sind ein Stück weit zeitlich hinter der technologischen Entwicklung vom Pkw-Bereich. Und da brauchen wir jetzt die Fokussierung, damit wir Vollgas geben können, nur in der Nutzfahrzeugorientierung. Ich denke, das sind so im Wesentlichen meine Hauptargumente gewesen für diese Aufspaltung. In Deutschland haben wir im Moment Fachkräftemangel, anderswo auch. Wir haben eine erhebliche Zuwanderung im Moment, zum Beispiel aus der Ukraine durch Flüchtlinge. Müssen wir mehr ausbilden? Müssen wir mehr ausbilden und müssen wir auch mehr Zuwanderung für die Ausbildung haben in unseren Werken? Also die Frage der Ausbildung, die wird immer sehr kritisch diskutiert, gerade mit unserem
Personalvorstand mit dem Jürgen Hartwig, und in den letzten Jahren wurden eher Ausbildungsplätze reduziert, wie das praktisch weitere geschaffen wurden. Es wurde immer begründet, dass wir in den Powertrainwerken nach unten fahren, hier eher perspektivisch weniger statt mehr Beschäftigung haben. Also ja, wir brauchen in Deutschland Zuwanderung, und wir brauchen hier deutlich mehr Arbeitskräfte, die auch von außen zukommen, um all die Bedarfe zu decken. Wir haben in Deutschland ein Riesendefizit an Arbeitskräften. Ich rede jetzt nicht nur von Fachkräften, sondern in allen Belangen werden Leute eben gesucht. Wir sind hier in der Motorenfertigung. 2 Gäste dabei, Mustafa Eci, Montagemeister in der Motorenfertigung, und Thomas Schwork, Standortverantwortlicher für Gaggenau. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ich freue mich, dass wir hier sind. Und wir reden über Diversität und auch über Inklusion. Das hängt zusammen mit all dem, was wir selbst in unserem Unternehmen bewegen wollen und auch Bestandteil unserer Unternehmenskultur sein soll. Mustafa, du sitzt im Rollstuhl, deswegen darf ich dich mal ganz direkt fragen, wie kommt es, dass du hier im Rollstuhl sitzt? Was ist passiert? Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen, und 2016 im August war das. Hat es mal nicht so gut geklappt, ja. Dann ist halt der Unfall passiert. Bin aber halt relativ unglücklich gefallen, sodass halt auch die Wirbelsäule beschädigt wurde. Und ja, und dadurch halt dann letzten Endes im Rollstuhl gelandet, ja. Du bist hier Montagemeister und du bist schon 30 Jahre im Unternehmen. Du hast gelernt, hast verschiedene Stationen durchlaufen. Wie war es möglich, dass du so deine Karriere fortsetzen konntest? Ja, das Gute ist schon mal, dass ich halt den Bereich, also in dem Bereich bin ich schon seit 2010. Der Bereich war mir bekannt, also auch was die Barrierefreiheit angeht. Und schon nach dem Unfall war mir klar, okay, werde ich wieder dort arbeiten können oder nicht? Das heißt, ich habe mir schon Gedanken darüber machen können. Und da das, ich sage jetzt mal, die Gegebenheiten hierher geben und ich auch damals relativ mutige Führungskräfte hatte, sind wir eigentlich letzten Endes uns relativ schnell einig gewesen, dass ich, wenn ich wieder fit bin, einfach weitermache. Und es ist auch wichtig, das von der Hochglanzbroschüre sozusagen in die Fabrik zu transportieren. Und das ist mal das eine. Aber das hört sich immer so ein bisschen wie nice to have an. Aber für mich ist es noch mehr, das ist ein Must-have. Weil in Mustafa als Beispiel, ein super kompetenter Meister, wenn wir es nicht geschafft hätten, ihn zu integrieren, wäre uns was verloren gegangen. Wir hätten Potenzial verschenkt. Und darum geht es eigentlich, zu gucken, dass wir Potenziale nutzen, die unsere Mitarbeiter haben. Ich bin Jörg Hove, Teil der Daimler Truck Community, und habe heute einen besonderen Gast, Frau Professor Dr. Helena Wiesbert. Richtig? Ja. Ganz genau. Professorin für Automobilwirtschaft und seit fast einem Jahr auch Direktorin des Center for Automotive Research in Duisburg. Wir sind auf so einem Plateau. So der erste Hype ist jetzt leider erstmal abgeebbt. Klar, konjunkturelle Bedingungen sind jetzt eben auch nicht für diese eher teuren Fahrzeuge eher jetzt nicht förderlich. Und dann die Umweltprämie, die eben jetzt abgesenkt worden ist. Da gibt es so ein paar Punkte, die jetzt so ein bisschen das Ganze, den Schwung so ein bisschen aus den Segeln genommen haben. Und genau, also es muss sich jetzt eben noch viel tun, damit eben diese Ziele auch erreicht werden Richtung 15.000 Elektroautos im Jahr 2030 auf Deutschlands Straßen, 1 Million Ladepunkte bei 2030 in Deutschland. Also da muss noch ein bisschen was kommen. Zurzeit haben wir ja immer mehr eine Verschiebung auf den Lkw-Transport und die nächsten Jahre, die nächsten 10 Jahre sehe ich diese Entwicklung nicht ungebremst. Also das wird sich so weiterentwickeln, weil der Schienentransport, das dauert, bis die Infrastruktur da aufgebaut ist, wir sehen es ja in Deutschland, das dauert ja noch viel länger und bis dahin sind dann auch die Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKWs auf der Straße. Und heute haben wir Dr. Florian Hofer zu Gast, den neuen Chief Legal bei der Daimler Truck AG. Aber du bist nicht nur Chief Legal, sondern auch zuständig für Compliance und Menschenrechtsbeauftragter, richtig? Das ist richtig, und auch Corporate Audit. Okay, Corporate Audit ist so Revision, hat man früher gesagt, ne? Alles klar. Gut, das ist ein relativ spannendes Aufgabenfeld, muss ich sagen. Was um Gottes Willen macht ein Menschenrechtsbeauftragter bei der Daimler Truck AG? Also die ganz profane, formale, möglichst juristische Antwort ist, es gibt ja in Deutschland ein Gesetz,
das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das gibt es natürlich auch nur in Deutschland so ein Wort. Wo verpflichten wir uns? Wir sind gesetzlich verpflichtet, in der Lieferkette zu schauen, dass unsere direkten Zulieferer entsprechend internationale und nationale Standards einhalten, insbesondere auch was Menschenrechte angeht. Das ist ein großer Bereich, das ist auch etwas, das kann kein Bereich für sich alleine lösen und das macht es aber auch so super interessant. Da müssen wir alle zusammenarbeiten. Ja. Das sind alles Themen, wo jetzt Legal Compliance wirklich nur einen Teilaspekt zuliefert und andere Bereiche in der Entwicklung, im Finance-Bereich und HR. Eigentlich ist der komplette Konzern, das macht das Thema ESG so wichtig, aber auch so wahnsinnig interessant. Wir sind komplett in dem Thema drin. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir unsere großen Ambitionen erreichen und dass wir zum einen eben diese Transformation nicht nur der Industrie, sondern vor allem für unser Unternehmen schaffen und das Ganze eben dann auch mit einer nachhaltigen Ertragsstabilität verbinden,